Ja, wir sind jetzt in Kroatien und hier auf einem Stell- oder Campingplatz, ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt hier bezeichnen soll. Der ist in der Nähe von Drage, Pakistane, das ist so etwa die Richtung. Und ja, hier haben wir uns getroffen mit einigen Facebook-Freunden, die wir bisher persönlich nicht kannten, aber jetzt hier eben auf diesem Platz kennengelernt haben. Und jetzt stehe ich auf dem Platz meines Nachbarns und der hat ja eine Geschichte, darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, jetzt sage ich einfach mal, Sven, hier, komm mal zu uns oder zu mir. Hartmut. Hallo Sven, ja, stell dich mal, du bist ja einen Kopf größer als ich, aber wir kriegen das ja auch mit der Kamera hin, ja, kein Problem. So, dann stell dich mal kurz selber vor. Mein Name ist Sven Dehne, ich komme aus Hamburg und wir haben in Hamburg eine Wohnmobilvermietung. Ja, aber ihr habt keine normale Wohnmobilvermietung, sondern die ist schon ein bisschen spezieller. Ja, bei uns dürfen Tiere halt mitfahren, insbesondere natürlich Hunde. Und das ja bei den normalen Vermietern, in Anführungsstrichen normale Vermieter, halt nicht erlaubt ist. Ja, und hast du deine Fahrzeuge speziell dafür ausgestattet? Unsere Fahrzeuge sind für die Hunde speziell so jetzt nicht ausgestattet. Das Einzige, was wir haben, ist Versicherung im Fahrzeug haben, speziell, dass die Hunde dort nicht irgendwie in der Fahrt verrutschen können. Dann werden sie angegurtet. Das haben wir drin. Und wir haben halt unsere Fahrzeuge auch komplett ausgestattet. Also wir haben Solaranlage auf dem Dach, wir haben eine Satellitenanlage auf dem Dach, sie haben Campingmöbel drin, die Küche ist komplett eingerichtet, unsere Fahrzeuge sind komplett reisefertig. Man braucht nur noch seine privaten Sachen reinpacken und dann ist das abreisebereit. Man kann also nicht nur, oder man darf nicht nur Hunde mitnehmen, man könnte jetzt auch eine Katze mitnehmen. Du kannst auch deine Katze mitnehmen, klar. Ja, also das ist also kein Problem. Haben wir aber noch nicht gehabt. Habt ihr noch nicht gehabt? Okay. Also es geht in erster Linie um Hunde, die da mit sind. Genau. Ja, okay. Ist das denn diese Vermietung oder wenn man nicht ja so ein Fahrzeug mieten möchte, ist das erheblich teurer, als wenn ich jetzt ein normales Mobil... Nein, die Hunde fahren bei uns kostenfrei mit, die zahlen keinen Aufpreis. Also kein Außer. Und jetzt musst du ja, kostet also die ganz normale Pauschale am Tag und dann eine Kaution wie bei jedem anderen auch. Genau, wir nehmen 1.000 Euro Kaution am Tag, oder nicht am Tag, für die Reise nehmen wir 1.000 Euro Kaution, falls irgendwas passiert, dass der Mieter irgendwie einen Schaden macht. Aber bisher haben die Mieter halt Schäden gemacht und die Hunde haben keine Schäden gemacht. Ja, alles wunderbar. Ja, du hast mir aber noch so ein paar Dinge erzählt, die für mich als Nicht-Hundebesitzer auch nicht so ganz klar waren. Und da solltest du noch mal was zu sagen. Ja, wir haben natürlich für die Hunde haben wir Fressnäpfe, Wassernäpfe an Bord. Wir haben eine Notfallapotheke an Bord, wo eine Zeckenzange drin ist, Verbandsmaterial, sowas, denn wenn mal was passieren sollte. Wir haben eine Schleppleine an Bord, wo die Hunde dann auch schon mit einem Fahrzeug angebunden werden können, wenn das Fahrzeug steht auf dem Stellplatz. Ja. Und wir haben eine ganz tolle Halteplatte fürs Fahrzeug. Wenn das Fahrzeug auf dem Stellplatz steht, wo man keinen Hering in die Erde bekommt, weil das halt komplett Beton ist, dann kann man da die Hunde auch super befestigen und das klappt dann super. Ja, und wer jetzt vielleicht mehrere Hunde hat und die mitnehmen will und der einen eigenen Anhänger hat, der bringt dann den Anhänger mit und du hast eine Anhängerkupplung dran, dann kann man also dann auch vielleicht 3 Hunde mitnehmen, wenn man möchte. Ja, an einem Fahrzeug ist so eine Anhängerkupplung dran. Das ist für die, die Hundesport machen, haben vielleicht so einen Trailer dran. Ja. Kann man die Hunde auch an einem Trailer hinten dranhängen. Oder man möchte sein Boot mitnehmen, man möchte sein Motorrad mitnehmen. Ja. Das ist dann an dem Fahrzeug kein Problem. Ja. Gut, wir blenden ja mal die Fahrzeuge ein. Es sind jetzt keine Riesenmobile, sondern kannst du sagen, um welche Größe oder was für Fahrzeuge es handelt? Das eine Fahrzeug ist ein Alkovenmodell mit 4 Schlafplätze. Ja. Ist 6,5 Meter lang und das andere ist ein Kastenwagen für 2 Schlafplätze und ist 6,30 Meter lang. Ja, gut. Dann hast du aber noch eine Geschichte und zwar handelt es sich da um einen Wohnwagen. Genau, das ist was ganz Besonderes. Und zwar ist es ein kleiner Tab, der wird auch genannt wie Mini-Airstream oder Teardrop, weil er so wie ein Regentropfen geformt ist. Und das ist ein super leichtes Fahrzeug, maximal 800 Kilo zulässiges Gesamtgewicht und kann halt auch jeder mit seinem normalen Führerschein fahren. Das ist ja immer ganz interessant, diese 3,5 Tonnen Geschichte. Ja. Und mit jedem Corsa, Polo, Fiat 500 ist der ziehbar. Achso, das ist ein ganz leichter Wohnwagen und da kann man aber mit 2 Personen oder ja, mit 2 Personen... Für 2 Personen ist der vorgesehen, genau. Und da ist auch wieder die Möglichkeit, den Hund mitzunehmen. Hunde können bei uns überall mit. Können bei euch überall mit. Ja, ich glaube, das ist bei den normalen Vermietern nicht möglich oder wie ist das da? Nein, die meisten, ich sag mal 95% der Vermieter möchten das nicht haben, weil du hast Haare im Fahrzeug drin und vielleicht die Gerüche oder der nächste Mieter ist ein Tierhaarallergiker, dann geht das schon mal gar nicht und deswegen dürfen bei uns die Hunde mit und das ist halt unsere... Ja, das ist eine tolle Geschichte. Und damit hast du immer gute Erfahrungen gesammelt? Also es gab nicht irgendwelche Probleme oder ein Tier kann ja auch schnell mal was kaputt machen? Null, bisher keinen einzigen Schaden. Ja. Okay. Die Schäden, die gemacht wurden, waren dann die Mieter. Ja, okay. Die Hunde nicht. Die Hunde nicht. Nee, okay, das hört sich alles gut an. Ja. Okay, Sven, dann sage ich erstmal Dankeschön für deine Ausführungen, dass ich das hier mal so berichten darf. Und ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Vermietungen. Vielen Dank.
Ja, das war's mal wieder. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn, dann bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn doch. Dann werdet ihr sofort informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.